Die Strompreise haben sich auch in Thailand erhöht. Einen schönen guten Morgen von dem wunderbaren Koh Samui. Ja, letztes Mal war der Ton bescheiden, sage ich mal. Das lag einfach daran, dass ich die Tonspur genommen habe von dieser Kamera. Und die hat natürlich alles, was hinten hinter mir ist, also mit den Autos, das aufgenommen. Das hing damit zusammen, da hier beim Rekorder ein Störgeräusch aufgenommen wurde. Das hing hier am Kabel, da war ein Kabelbruch drin. Und daher konnte ich die Spur hier nicht von diesem Mikrofon benutzen, habe aber jetzt mal einen Knopf im Ohr, um das zu kontrollieren, was da jetzt aufgenommen wird. Das hört sich jetzt ganz gut an. Es ist also nicht so dramatisch hier bei mir auf der Terrasse, als ob ich hier auf der Autobahn sitzen würde. Das war also eine Ausrichtung vom Mikrofon direkt zur Straße hin. So, das nur nebenbei. Und jetzt das Wetter. Ja, in meinem letzten Wetterbericht habe ich ja gesagt, es kommt schönes Wetter. Ist es auch gekommen und die Wettervorhersage sagte, ja, es würde regnen. Am Abend hat es dann nur geregnet. Gestern hatten wir wieder ein wunderbares Wetter. Ich kann das hier mal einblenden. Einen schönen guten Morgen von den wunderschönen Koh Samui. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie uns. Wir sind happy, auf dieser wunderbaren Insel zu sein. Gestern war ich dann auch mit dem Günther unterwegs zur Schnapsbrennerei. Da hatte ich ja mal vorher drüber gesprochen. Ja, das Wetter, also mit der Wetter-App, da bin ich mal überrascht gleich, wenn ich mir das nochmal angucke, was jetzt morgen und übermorgen kommen soll. Letzte Nacht hat es wieder kräftig geregnet und jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Wir haben 27,1 Grad bei 74% Luftfeuchtigkeit und kurz vor 7 Uhr. Wir haben heute eine wunderbare Fernsicht. Marienpark konnten wir sehen, 15 Kilometer. Und da ganz hinten ist Koh Tao. Gestern sah man das fantastisch klar, also sprich 50 Kilometer. Oh, da fällt mir gerade was ins Auge. Da zwischen der kaputten Palme und dazwischen, da ist wohl die Ratschafähre. Mal gucken, ob ich das ranzoomen kann. Die kann man daran erkennen, dass eine irre Qualmwolke da rauskommt. Manchmal sieht man nur den Qualm und gar nicht das Schiff. Das ist Umweltverschmutzung. Da sollte man sich drum kümmern. Ja, und da hinten ist Koh Phangan, das sieht man auch ganz gut. Konnte man gestern glasklar die Uferstrukturen hinten sehen, die Strände, ein Blick zum Berg hoch, auch keine Wolken. Also das müssen wir uns ja mal merken, immer wenn die Wolken nicht oben auf den Berg drauf kommen, erstens haben wir dann über 500 Meter die Wolken hoch und dann ist auch immer schönes Wetter. So, da hinten in der Ferne sieht man den Marienpark, den Nationalpark. Die Sonne geht ja jetzt hier hoch Richtung dieser Inselgruppe und daher kann man die wunderbar jetzt sehen am frühen Morgen. Und das sehe ich vom Küchenfenster aus. Also hier macht Spülen noch Spaß mit so einer Aussicht. Ja, wir haben heute den 5. Oktober und ihr seht, es regnet und blitzt hier um Samui. Ihr habt ja jetzt draußen das Wetter gesehen, es ist das schönste Wetter. Also die Wetter-App ist also nichts, muss man sagen. Die Vorhersagen sind da sehr schlecht. Und ich weiß nicht, wie das bei eurer Wetter-App aussieht. Jetzt lassen wir das mal hier stündlich durchmarschieren bis morgen. Und wir haben also bis heute Mittag haben wir nur Regen nach dieser App. Und den ganzen Tag haben wir nur Regen und morgen ist es im frühen Morgen kein Regen, wenig Wind und dann kommt wieder Regen morgen Nachmittag. Also da können wir hier aufhören. Also ich glaube, heute wird ein wunderbarer Tag und ich habe jetzt keine Anzeichen, dass es morgen schlechter werden soll. Also lasst euch nicht verrückt machen, kommt nach hier und seht das Wetter selber.
traumhaftes Wetter haben wir. Ja, eingangs habe ich gesagt, der Strompreis hat sich erhöht. Ich glaube, ab 1. Oktober war es 13% oder 18%, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber die Auswirkungen sind jetzt, ich habe also normalerweise für mein Haus, okay, der Ton ist noch okay, dass ich, wenn ich die Aircondition abends laufen lasse, ich habe natürlich einen großen Monitor und der Computer, der ist den ganzen Tag an, also wirklich rund um die Uhr kann man sagen. Dann brauche ich so um die 2200 Watt in den vergangenen Monaten. Und jetzt war es 3000 Watt musste ich bezahlen schon. Da muss man sich darauf einstellen in einer Preisliste. Ich habe ja hier die Kostenanalyse, da muss man das mal eintragen. Aber habe ja also als Einzelperson noch nicht gehabt 3000 Watt im Monat. Ja, der eine oder andere ist bestimmt aufgefallen, dass jetzt unter meinen Filmen auch immer ein Untertitel kommt. Ich bin also von Menschen angesprochen worden oder Zuschauern angeschrieben worden, die der englischen Sprache oder auch der russischen Sprache nur mächtig sind. Ich habe ja noch viele russische Zuschauer aus der Zeit, als ich mit Anna zusammen gewesen bin, die ja auch Russin ist. Ich lasse das immer automatisch übersetzen. Das ist nämlich ein irrer Aufwand. Man muss alles durchlesen und korrigieren, damit es nachher dementsprechend auch übersetzt wird. Wenn das stört, und das stört auch, wenn ihr jetzt immer unten die deutschen Schriften drunter habt, da ist unten, es zeigt das gleich mal, ein kleines Kästchen, eine Tastatur, glaube ich, ist das, und darunter ist ein roter Strich. Und da müssen wir nur draufklicken und dann ist das weg. Aber die anderen, die eben halt der englischen Sprache, der russischen Sprache oder der thailändischen Sprache mächtig sind, die sind froh, habe ich gehört, wenn sie 80% von denen also verstehen würden. Dann der eine oder andere hat vielleicht in meinen Filmen gesehen, dass ich hier oben auf dem Dach eine Kamera habe. Die funktioniert momentan nicht und die will ich vielleicht heute oder morgen früh, wenn es nicht so heiß ist und man nicht gebraten wird auf dem Dach, da will ich mal nachgucken, um die wieder zu aktivieren, um die auch in meinen Nachrichten einzubinden für das Wetter. Dann können wir nämlich oben 360 Grad, können wir uns das alles ansehen. Aber da muss ich ja erstmal wieder hochklettern. Zwar haben viele gesagt, ich soll das nicht mehr machen, aber Angst habe ich davor nicht. Ich habe da oben auch ein Sicherungsseil. Versuche ich mal, um noch mehr in die Nachrichten reinzubringen, vor allen Dingen ja für den Wetterbericht. Jetzt zu unserer Reise nach Krabi, die hatte ich ja abgesagt, die war ja normalerweise für den 3. vorgesehen und habe die jetzt erstmal auf den 14. verlegt. Mal sehen, wie das Wetter da ist. Und ich habe jetzt dieser Tage auch eine Einladung nach Phuket bekommen von einem Pärchen, die mir oder mit meiner Partner oder Partnerin, ich muss mal mit der anderen drüber reden, die haben also ein Gästehaus, wo nur 2 Personen übernachten können. Dass wir also noch vor meiner Reise nach Rayong im Dezember auch nochmal Phuket besuchen und da Filmaufnahmen machen und natürlich seid ihr dann auch dabei. Im Moment ist ja der Uwe da, der haut ja jeden Tag 1, 2 Filme raus, ist ja enorm, wie der das schafft. Er hatte auch gefragt, ob ich rüberkommen könnte, aber da haben wir uns beide mal verschätzt. Thailand ist also irre groß, also obwohl Phuket so in der Nähe ist, sind das 6,5 Stunden Fahrzeit, natürlich mit der Fähre dazu, also ist nicht gleich hier um die Ecke. Ja, im letzten Nachrichtenbericht habe ich ja über den Ralf gesprochen, mit dem habe ich mich schon getroffen und habe ihn gefragt, wie wir das denn machen können, dass er hier eingebunden ist. Also Freitag wird das erste Mal sein, dass er mir ein Video zukommen lässt, beziehungsweise Donnerstag, dass ich den Freitag mit einbringen kann. Da wird er erklären, was die neuesten Einreisebedingungen sind, obwohl es ist ja alles wie vor Corona-Zeit. Aber was
so noch in Thailand geplant ist, von Government, vor allen Dingen von der Touristenabteilung. Da ist er ja immer wunderbar informiert. Ja, Fox hatte sich ja angemeldet, habe ich auch mal irgendwo erwähnt. Die wollen wahrscheinlich am 23. kommen. Da ist mir eingefallen, der zuständige Regisseur, der hat mich gefragt, ob jemand Interesse hat, auch bei der Filmgesellschaft, und das ist das ganz Wichtige, bei dieser Filmgesellschaft vorzusprechen. Wer möchte auswandern, wer ist in der Planung, und dann kann man sich da bewerben. Ich kann da gerne die Kontaktdaten weitergeben. Wieso bei dieser Firma? Also bei dieser Firma, ihr werdet ja die Filme dieses Jahr noch sehen. Keiner weiß jetzt, wann Fox die genau bringt, aber es soll ja dieses Jahr ausgestrahlt werden. Also die machen keine, wie soll ich sagen, dass man unangenehme Fragen bekommen oder dass man irgendwie schlecht dargestellt wird. Ich habe sowieso die Originalaufnahmen, also wenn da was kommen sollte, was ich nicht glaube, die werde ich sowieso nach der Ausstrahlung aussenden, hier online stellen. Das sind, glaube ich, 4 Backstage-Videos, die ich gemacht habe. Also wer gerne bei Fox bei den Auswanderern dabei sein möchte, kann sich gerne bei mir melden und ich gebe die Kontaktdaten weiter. So, das soll es heute am 5. Oktober gewesen sein, Mittwoch. Wir sehen uns wieder am Freitag. Tschüss.